Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sebastian. Ich bin einer der Gründer und der CTO von Stormforger und mit mir heute dabei ist der Stefan. Hallo, ich bin der Stefan. Ich bin Softwareentwickler und seit ungefähr einem Jahr bei Stormforger. Genau, und was macht Stormforger überhaupt? Stormforger ist ein Performance Testing as a Service Produkt, ein Software as a Service Produkt. Uns gibt es seit 2014. Wir sitzen in Köln und unser Produkt, was wir halt bauen, ist eine komplett gemanagte Umgebung, um skalierbare Performance-Tests durchzuführen. Das Ganze die Testausführung machen wir von AWS aus und von inzwischen sogar 17 Regionen aus. Es gibt da fehlen ein, zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber genau, so viel dazu. Um euch einen kurzen Eindruck davon zu verschaffen, wie das halt bei uns aussieht. Wir haben, das sieht man ganz links im Hintergrund, eine JavaScript-DSL, mit der man Testcases beschreiben kann. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Testcases entweder über das Web-UI oder über unseren Command-Line-Client zu starten. Und dann kann man sich wenn der Test fertig ist, sich verschiedene Reports anschauen, Drilldowns machen um die Performance von seinem System dann zu bewerten. Grundsätzlich muss man noch dazu sagen, dass wir Performance-Tests in sehr vielen verschiedenen Skalierungen durchführen oder unsere Kunden Performance-Tests in sehr vielen verschiedenen Skalierungen durchführen. Es gibt Kunden, die sehr, sehr kleine Tests machen mit wenigen Usern, die aber sehr wertvoll sind für die Kunden. Bis hin zu sehr, sehr großen Tests. 2014 haben wir sogar angefangen, im Rahmen von dem Quizduell-Test zu machen mit 1 Million aktiven Benutzern. Und erst kürzlich mit unserer neuen Engine haben wir internen Tests gemacht, um auf, ich glaube, sogar etwas über 1 Million Requests pro Sekunde zu kommen. Quasi als interner Sanity-Check. Genau, und um das Ganze zu realisieren, brauchen wir Lastgeneratoren. Und über das Leben eines Lastgenerators möchten wir heute euch etwas erzählen. Bevor wir das machen, würden wir noch ein bisschen darauf eingehen, was so unsere allgemeinen Designprinzipien sind, die wir hier versuchen anzulegen. Zum einen vorweg, wir sind ein relativ kleines Produktteam, deswegen und auch, weil es, glaube ich, auch so sinnvoll ist, versuchen wir, Dinge möglichst einfach zu halten. Wir haben im Wesentlichen einen Deployment-Monolithen, der unsere Control Plane abbildet und dazu Lastgeneratoren, die horizontal skalieren und unabhängig von dem Rest quasi funktionieren. Ganz grundsätzlich versuchen wir immer zu einem sicheren Zustand zu defaulten. Bedeutet also, wenn wir aus irgendeinem Grund zum Beispiel irgendwie nicht sicher sind, ob wir die Kontrolle über einen Test haben, weil, keine Ahnung, Netzwerkprobleme vorliegen oder sowas in der Richtung, dann gehen wir halt lieber hin und machen den Test aus. Also Default to the Safe Option habe ich das jetzt mal hier genannt. Weiterhin versuchen wir grundsätzlich, oder ein wichtiges Ziel, ich glaube, wir versuchen es nicht, sondern es ist da tatsächlich so, unsere ganzen VMs, die wir auf EC2 provisionieren, sind alle sehr kurzlebig nur. Das hilft uns einfach auch da die Sachen sehr einfach zu halten. Kommen wir gleich noch ein bisschen weiter zu. Und wenn wir unsere Lastgeneratoren deployen, dann konfigurieren wir sie stets dynamisch und sie haben wenn sie starten, eigentlich überhaupt gar kein Wissen über die Welt. Das geben wir alles dynamisch zur Laufzeit rein. Das hilft uns, in verschiedenen Umgebungen besser mit dem System arbeiten zu können, inklusive lokal bei der Entwicklung halt auch. Und genau, weil wir halt natürlich mit verteilten Systemen zu tun haben und mit Software allgemein zu tun haben, haben wir natürlich an allen relevanten Stellen, wo es möglich ist, Retries vorgesehen und Timeouts. Und auch da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Genau. Dann noch ganz kurz zu unserem ganz allgemeinen Setup. Ein paar Sachen habe ich ja auch schon genannt. Auf der einen Seite ist unsere Ruby on Rails Anwendung, die Command and Control Application, wie es jetzt hier auf den Slides gerade heißt. Da werden halt, keine Ahnung, da werden User verwaltet, da werden Testcases gemanagt und gepflegt, Testdaten verwaltet. Da gibt es aber auch eine ganze Reihe von Background-Workern, die verschiedene Operationen ausführen, zum Beispiel mit der AWS API reden oder Analysen vorbereiten, Aufräumarbeiten machen und so weiter und so fort. Und die sind halt grundsätzlich darauf ausgelegt, idempotent zu sein und wiederholbar zu sein. Auch das quasi aus diesen
Zielen quasi übernommen und wir werden später sehen auch nochmal wichtig und interessant. Und auf der anderen Seite unsere Lastgeneratoren, eigene Entwicklung basiert auf Go zumindest jetzt für alle Kunden ich müsste mal nachgucken, schon ein paar Monate inzwischen. Genau, wenn wir einen Lastgenerator-Cluster aufsetzen, dann besteht der logisch immer aus einem Controller und mehreren Generatoren, um dann einen Test, den ihr startet, dann auszuführen und zu überwachen gleichzeitig. Und wie gesagt, wir benutzen dafür ausschließlich On-Demand-Instanzen, EC2-On-Demand-Instanzen, die wir dann über unsere Rails-Anwendung provisionieren. Genau, und der Stefan wird euch jetzt zumindest mal die ersten Schritte aus dem Server Lifecycle mal dazu etwas erzählen. Genau, grundsätzlich die Server bei uns, die durchlaufen verschiedene Stages. Wenn wir sie starten, dann fangen wir an mit einer Registrierungsphase bis zu egal. Die Instanzen an sich, laufen, hat Basti ja gerade schon gesagt, die werden dynamisch aus EC2-VMs provisioniert. Die laufen nicht 24/7, sondern nur, wenn wir sie brauchen, wenn ein Kunde quasi auf den Launch-Test-Run-Button drückt. Und das Ganze wird bei uns über das ganz normale AWS-Standard Ruby SDK provisioniert und angefordert. Wobei die AWS-Region selber vom Kunden vorgegeben wird. Zum Beispiel Kunden in Spanien testen aktuell in Paris, die Kunden in Deutschland testen meistens in Frankfurt. Das kann der Kunde einfach für jeden Testrun für sich individuell auswählen. Von uns selber wird das AMI vorgegeben. Wir haben ein eigenes AMI, was wir bauen. Da reden wir später nochmal drüber. Und der Instanztyp und die Load-Test-Software selber, nennen wir intern die Engine. Die ist bei uns einfach eine normale Konfiguration, die sich über Zeit ändert, wenn wir neue Versionen rausbringen. Diese Instanzen oder der Testrun selber, der hat auch eine Cluster Size. Gibt uns vor, wie viele Instanzen wir brauchen für diesen Testrun. Und diese Instanzen fragen wir dann in Batches über die EC2 API an. Deshalb in mehreren Batches, weil wir am Anfang 2014 haben wir die Instanzen noch einzeln angefragt. Dadurch kommt man gerade bei größeren Tests oder wenn mehrere Leute parallel testen, relativ schnell in ein Rate-Limiting. Das haben wir dann auf Batch-Anfragen umgestellt, aber auch da rennt man dann in Probleme, wenn man wir haben das bei 50 bis 100 Servern gesehen, weil dann einfach AWS selber zu lange braucht, um diese Server bereitzustellen und man deshalb dann in Timeouts von sowohl auf der Client-Ebene wie auch einfach bei AWS selber in die API-Timeouts rennt. Und deshalb teilen wir das auf mehrere ungefähr gleich große Batches auf. Grundsätzlich dauert das Provisionieren dieser Server so 20 bis 30 Sekunden, je nachdem, wie viel los ist wahrscheinlich bei AWS. Also das ist quasi die Zeit zwischen der Kunde hat auf den Knopf gedrückt und der Server meldet sich bei uns als ready und kann Arbeit annehmen. Bei Booten des Servers müssen wir ein paar Dinge machen. Wir sind bei uns in einer Cloud-Init-Konfiguration hinterlegt. Wer Cloud-Init nicht kennt, das ist ein Open-Source-Tool, was in diversen Linux-Betriebssystemen inzwischen verfügbar ist, um die Server mit verschiedenen Konfigurationen zu provisionieren. Bei uns einerseits schreiben wir quasi environment-spezifische, also die Production-Environment-Konfiguration in die Server rein. Die AMIs bei uns sind, hat Basti ja auch am Anfang gesagt, grundsätzlich sehr unwissend und unspezifisch und wird an dieser Stelle dann erstmal für unsere Produktionsumgebung quasi gebrandet. Wir installieren darüber hinaus die Engine in der spezifischen Version, die wir haben wollen. Das kommt bei uns von außen noch über ein DPKG, was wir aus S3 runterladen. Das machen wir, damit wir einfach schnell über unsere Engine iterieren können, wenn wir neue Features austesten wollen und so weiter, ohne dass das an das AMI selber gebunden ist. Darüber hinaus installieren wir noch eine CA, unsere eigene CA. Diese CA wird benutzt für die verschlüsselte TLS-Kommunikation innerhalb des Clusters. Und weil diese Server sehr schnell, nachdem sie bereit sind, auch Arbeit annehmen
Und die Daten, die wir dabei protokollieren für den Testrun, die müssen von den Zeiten stimmen, sowohl für unsere Testläufe an sich, für die Protokollierung, wie auch natürlich für TLS. Deshalb müssen wir sicher gehen beim Starten, dass die Uhrzeit auf dem Server stimmt. Dafür benutzen wir aktuell ChronyD oder bis bei ChronyC als Client, um das zu synchronisieren. Und der letzte Punkt, den wir machen, ist das Runterladen der EC2 Instance Identity Dokumente. Das ist ein von AWS bereitgestelltes, signiertes Dokument, ein JSON-Dokument tatsächlich, aber mit einer kryptografischen Signatur, die wir benutzen können, damit der Server sich selber authentifiziert gegenüber unserer API. Und das ist tatsächlich der letzte Schritt des Startups, des Bootstrapping, wenn man so will, dass die Instanzen sich bei unserer API wieder zurückmelden und registrieren und sagen, ich bin im Übrigen der folgende Server. Das sind meine Authentifizierungsdokumente, damit du mir glaubst. Und hier ist im Übrigen auch ein Certificate Signing Request, womit wir bitte ein Zertifikat generieren, was wir für die weitere Kommunikation benutzen. Das heißt, diese Instance Identity Dokumente zur initialen Authentifizierung wird nur einmal durch die Gegend gereicht und danach benutzen wir ein sehr kurzlebiges, selbstsigniertes Zertifikat, was von unserer API ausgestellt wird, was dann für die clusterinterne Kommunikation wie auch für die Kommunikation von der API mit unseren Servern benutzt wird. Genau, und wir delegieren im Prinzip so diesen Trust Anchor ganz initial nach AWS, weil wir ja wissen, wir kriegen diese Identity-Dokumente, die mit einem, was ist das, PKCS7, in dem PKCS7-Container quasi eingepackt sind und unterschrieben worden sind, und die AWS-Zertifikate sind öffentlich verfügbar, und damit können wir quasi beweisen, dass das tatsächlich auch ein authentisches Dokument ist, was wir da bekommen haben. Genau, und dann geht es eigentlich auch schon los, weil wir haben ja einen Server gestartet oder mehrere Server gestartet, um einen Test auszuführen, oder der Kunde hat das gemacht vielmehr. Und der erste Schritt dabei, den wir dann machen, ist, dass wir verfügbare Instanzen dann diesem Test zuordnen. Wir bilden dann logisch so ein Cluster daraus, und wir bestimmen dann im Übrigen noch, wer dann der Controller oder der Leader quasi sein soll in diesem Cluster und welche Nodes dann die Generatoren darstellen sollen, also den Traffic erzeugen. Und dann deployen wir Testkonfiguration. Das ist das Ergebnis aus der JSON-Definition, die unsere Kunden da definiert haben, JavaScript-Definition, Entschuldigung, die Kunden definiert haben. Das ergibt die Testkonfiguration, die wir deployen. Wir stellen sicher auf dem Testcluster, dass alle erforderlichen Testdaten verfügbar sind, sprich irgendwelche Dokumente für irgendwelche Uploads, für irgendwelche CSV-Daten, mit denen man dann die Tests durchführen möchte, und triggern dann auch den Test. Und im weiteren Verlauf stellen wir halt sicher, dass der Test läuft, dass die Server nicht zu sehr ausgelastet sind und so weiter und so fort. Also wir überwachen den ganzen Testablauf. Wir machen auch schon eine gewisse Vorverarbeitung von Metriken, während der Test läuft. Und genau, ansonsten warten wir dann, bis der Test fertig ist. Und wenn das soweit ist, dann gehen wir hin und laden uns Logfiles runter, die zu dem Test dazugehören. Schauen uns, laden Messdaten runter, die wir erfasst haben, zu den Requests und zu Netzwerkdurchsatz und den ganzen anderen Systemparametern und testrelevanten Parametern, die wir da so haben, machen darauf einen Post-Processing und bereiten die Daten für die Analyse vor und für unsere Reports vor, und dann releasen wir die Instanz wieder oder geben die Instanz wieder frei, die wir dafür benutzt haben, oder die Instanzen frei, die wir dafür benutzt haben. Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von dem Lifecycle angekommen, denn dann geht es halt darum, Instanzen noch wieder auszumachen. Wir gehen halt hin und nach einer gewissen Idle-Time terminieren wir die Instanzen ganz einfach. Auch hier im Hinterkopf behalten, wir wollten ja von vornherein, dass diese EC2-Maschinen nur sehr kurzlebig sind. Daraus ergeben sich also diverse Vorteile. Wir müssen nicht so sehr aufpassen, dass die Festplatten nicht voll laufen und dass wir Updates einspielen und so weiter. Also wir gehen lieber hin und terminieren die Instanzen dann an der Stelle. Und das machen wir aber auch nicht einfach nur blind, also kein Fire and Forget auf die Shutdown API, oder bin mir nicht ganz sicher, wie der Endpunkt gerade heißt, und dann sind wir fertig, sondern wir
fragen so lange bei der EC2 API nach, bis wir die Bestätigung bekommen haben, dass die Instanzen auch tatsächlich aus sind. Das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil man in der Vergangenheit mal den einen oder anderen Bug in der Stelle hatte und man entweder länger gebraucht hat, eine Instanz zu beenden oder die gar nicht erst angefragt worden ist, dass sie beendet worden ist. Und auf diese Art und Weise sind wir einfach sicher, dass wir das alles korrekt nachvollzogen haben von Instanz startet bis Instanz ist tatsächlich auch aus. Und mir fällt gerade ein, wir machen dann auch noch so Sachen wie, wir rechnen aus, wie viel das gekostet hat und so weiter und so fort. Das ist dann auch nochmal ein guter Zeitpunkt. Wenn wir die Bestätigung bekommen haben, dann wissen wir, okay, jetzt können wir das auch berechnen. Genau. Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet auch, jetzt aber nochmal explizit. Wir machen Instance Pooling ein bisschen. Also wir gehen also hin, dass wir Instanzen, wenn ein Test fertig ist, terminieren wir sie nicht direkt, wenn sie wieder freigegeben werden, sondern wir stellen diese Instanz grundsätzlich in einen Pool zur Verfügung, sodass andere Tests dann diese Ressourcen wieder verwenden können. Das machen wir vor allem, um unsere Time-to-Test-Metrik etwas noch weiter zu verbessern. Also Stefan sagte ja schon vorhin, dass wir 20, 30 Sekunden brauchen, um Server zu provisionieren und um die Tests zu starten. Und um das noch weiter zu reduzieren, oder anders, die meiste Zeit darin verbringen wir natürlich auf die VM zu warten und diese letzte Provisionierung zu machen. Und wenn wir quasi eine Instanz direkt wieder mit einem neuen Test versorgen können, dann dauert das halt in der Regel eine Sekunde oder zwei, wenn es hochkommt. Das ist einfach noch besser für die User Experience. Und genau, eine wichtige Aufgabe von dem Instance Pooling ist allerdings, dass wir sicherstellen müssen, dass wir Instanzen nur exklusiv benutzen. Also es gibt zwar dürfen die Instanzen nacheinander benutzt werden, von verschiedenen Tests zum Beispiel, aber es dürfen niemals zwei Tests auf der gleichen Instanz laufen. Das versuchen wir sehr stark, das versuchen wir nicht, das isolieren wir sehr stark voneinander. Genau, und aber auch hier, um unser Ephemeral Design quasi einzuhalten für die EC2-Maschinen, haben wir hier aber auch ein Upper Limit. Das heißt, nach ein paar Stunden im Moment gehen wir hin und terminieren die Instanzen, obwohl sie im Prinzip wiederverwendet werden können, einfach um da aufräumen zu können. Genau, leider läuft ja nicht immer alles so ganz so rund und das ist jetzt auch nochmal was, wo der Stefan uns nochmal etwas zu erzählen wird. Ja, das Internet, das ist halt leider, funktioniert nicht immer. Das Network war doch reliable, ne? Oder so war doch einer der... Die 8 Fallacies of Distributed Computing heißt es, genau. Glaube ich. Ja. Ja, der Werner Vogel hat es auch vor einigen Jahren mal in einer 10 Jahre AWS-Retrospektive in einem Blogpost geschrieben. Failures are given and everything will eventually fail. Alles kann irgendwann irgendwie kaputt gehen. Ja. Und genauso ist das natürlich bei uns. Wir haben ein verteiltes System, da kann alles Mögliche schief gehen. Deshalb haben wir ein paar Patterns, die wir bei uns überall eingebaut haben, die uns regelmäßig einfach sicher gehen, dass da nichts ad hoc läuft und irgendwelche Kundensysteme überlastet werden, wenn kein Test laufen soll. Wir haben zum einen Heartbeats, das sind unsere Server melden sich regelmäßig nach diesem initialen Handshake, über den wir eben geredet haben, einfach regelmäßig bei unserer API und sagen, hey, das ist mein Zustand, mir geht es gerade gut oder ich bin am Arbeiten oder auch nicht und darüber weiß die API, ob es die Server benutzen darf, ob der Zustand richtig ist und ob da irgendwas vielleicht schief läuft. Während des Testlaufs selber, wenn ein Testrun aktiv ist, sind wir sogar noch ein bisschen mehr über den Zustand interessiert. Dafür machen wir dann sogar 2 Dinge. Das eine ist, dass unsere Nodes selber bei gewissen State-Updates die API notifizieren. Also aktiv notifizieren. Also genau, aktiv über Push. Ne? Über einen Push in die API rein, so von wegen, ja, hier ist gerade ein Test angekommen, ich lege jetzt los und oh, der Test ist fertig oder hier sind jetzt die Reports am Ende, die kannst du dir jetzt runterladen. Umgekehrt macht die API aber auch von sich aus einfach einen Poll, einen periodischen. Falls diese Pushes mal nicht funktionieren, wenn da irgendwas schief geht, damit auch die API, also unser Command and Control
API im Zweifel Dinge mitkriegen kann und sagt, oh, der Zustand ist aber nicht der, den ich erwarte von euch. Ich muss da mal aktiv werden und Dinge berichtigen. Genau, also im Prinzip pushen wir ja, um möglichst schnell über den State Change informiert zu werden, damit wir möglichst handeln können, das anzeigen können. Und das Pollen ist ja mehr so die Security also die Robustness an der Stelle, ne? Also dass wir schauen, dass wir alles mitbekommen haben. Kann alles mal schief gehen. Genau aus diesem Grund haben wir dann auch Retries und Timeouts. Das hatten wir eben in den Design Goals schon beschrieben. Wir sollen überall Retries und Timeouts verwenden. Das haben wir auf 2 Ebenen. Einmal natürlich auf der klassischen Request-Ebene. Alle Requests, die nach außen gehen von der API in den Cluster, werden einfach mehrfach versucht, wenn die grundsätzlich schief gehen. Die sind ja idempotent und mit Timeouts versehen. Andererseits haben wir aber auch auf der Business-Logik-Ebene darüber, in den State-Machines, die wir da verwenden, Timeouts für zum Beispiel, der Server muss booten und wenn er in 2-3 Minuten nicht oben ist und sich bei der API angemeldet hat, dann wird die Maschine wieder ausgemacht und wir starten einen neuen Server. Oder der Testrun ist 5 Minuten über den berechneten Ende und dann laufen wir in einen Timeout, dass wir da Dinge abbrechen. Und das passt ja auch zu denen, das hatten wir bei dem Setup beschrieben, zu diesen idempotenten Workern, die wir einfach immer wieder ausführen können, um den Status zu checken, den wir haben wollen. Und zu guter Letzt haben wir noch Deadman-Switches, falls die einzelnen Komponenten in unserem verteilten System einfach überhaupt nicht mehr miteinander reden können und keine Status-Updates loswerden können, dann greifen irgendwann die Deadman-Switches und sie sagen, irgendwas ist hier so dermaßen schief, ich möchte eigentlich nicht mehr weiterarbeiten und brechen deshalb aus diesem Grund die Tests ab. Genau, aber manchmal gehen ja auch noch Sachen richtig, richtig schief, ne? Ja. Kann alles sein. Also von natürlich, wir selber sind auch nur Menschen, wir sind ein kleines Team, wir können selber Bugs in unsere Software einbauen. Also ich dachte, Software heißt hier Operation System. Ich dachte, das wäre gar nicht unsere. Ja, natürlich auch das, aber natürlich kann der Test-Case natürlich auch einfach zu groß gedacht sein für die Maschinen und den Cluster, den wir da provisioniert haben. Es kann also zu CPU- oder RAM-Problemen kommen während des Tests. Es kann natürlich generell einfach Netzwerkprobleme geben, weil wir zu viele Daten, wir machen ja einen Lasttest, das heißt, wir wollen viele Requests und viele Daten übers Netzwerk schießen. Das kann natürlich im Zweifel auch auf unserer Seite mal überlastet sein, nicht nur auf Kundenseite. Oder natürlich AWS selber kann vielleicht auch mal Probleme haben, wir können Probleme mit der VM haben. Und in all diesen Fällen haben wir einfach, und das erfüllt dann unser Safe by Default Ziel, was wir initial definiert haben. Wir versuchen einfach die VM, die EC2-Instanz einfach radikal auszumachen, wenn irgendwas schief geht, was wir nicht verstehen. Genau. Einfach um sicher zu gehen, dass bei Problemen nicht die einzelnen Generatoren fröhlich weiterlaufen und den 2 Stunden Lasttest durchführen, während unsere API down ist und der Kunde verzweifelt versucht, den Test abzubrechen. Und das darf natürlich nicht sein. Dann lieber aufhören. Dann lieber sofort aufhören, wenn es ein paar Minuten irgendwas nicht richtig läuft. Ja. Den Pilztaster, der steht übrigens auf meinem Schreibtisch. Genau. Aber wir haben uns noch nicht überlegt, welche Funktionalität wir da drauf noch ist er nicht angeschlossen. Ne? Da können wir mal so eine Hackathon zu machen. Genau. Gut, genau, apropos Pilztaster, Tooling. Also, um diese ganzen Sachen zu realisieren, haben wir natürlich ein paar Tools im Einsatz. Ich würde jetzt mal nicht das Ruby AWS SDK dazu zählen. Das ist ja nichts, was wir selber gebaut haben, sondern nur nutzen. Wenn man ehrlich ist, ist es auch eine relativ unspektakuläre Nutzung. Also ich meine, das sind relativ einfache Requests, die da gemacht werden. Was ein bisschen spannender hier an der Stelle ist, die Provisionierung von den AMIs, die wir benutzen, oder das Bauen von den AMIs, die wir benutzen, muss man ja eigentlich sagen. Wir verwenden an der Stelle Packer von HashiCorp, um unsere AMIs zu erstellen und um diese in alle Regionen zu kopieren, die wir benutzen wollen, um Tests auszuführen. Dabei benutzt Packer wiederum Ansible, wo wir in den wie heißt es bei Ansible? Nicht Rezepte, das ist bei Chef. Playbooks, dankeschön. Playbooks, genau. Und das ist auch relativ einfach. In erster Linie entfernen wir eigentlich Software und Konfiguration, die wir nicht brauchen. Also wir benutzen zwar sowieso schon diese Minimal-Version von der
Ubuntu 20.04 LTS von den Armies, die Canonical da bereitstellt, aber trotzdem entfernen wir noch weitere Konfigurationen und Pakete. Wir disablen diese Unintended Upgrade-Prozesse komplett, damit wir durchgängig über die Lebenszeiten also da keine Moving Parts haben, also dass wir das Verhalten etwas besser noch kontrollieren können von der Betriebssystemseite. Wir entfernen noch diesen SSM-Agent, den wir nicht brauchen, der bei Default installiert ist, und ja, räumen halt ganz allgemein Sachen auf, die wir nicht brauchen. Gehen dann aber hin, und das ist eigentlich dann der interessante Schritt für uns, wir machen ein paar Optimierungen an Kernel-Parametern und an dem Network-Stack, einfach um das genau auf den Use-Case dann zuzuschneiden, den wir dann auch brauchen. Ganz allgemein kann man jetzt noch dazu sagen, dass eigentlich inzwischen, also seitdem wir unseren Lastgenerator in Go neu geschrieben haben, wir sehr wenig Anforderungen an unser Betriebssystem haben, auf das wir dann aufsetzen. Das war früher etwas anders. Also vorher haben wir einen Erlang-basierten Lastgenerator verwendet. Das heißt, wir mussten auf jeden Fall Erlang haben. Wir hatten ein in Ruby geschriebenes Management-Service laufen auf jeder VM, der dann diese Kommunikation mit der API geregelt hat. Sprich, wir mussten also auch Ruby und weitere Dependencies da drin haben. Und es gab noch mehr Moving Parts. Und zu dem vorherigen Zustand war diese Kombination, hatten wir das auch mit Packer und Ansible. Da haben wir deutlich mehr Sachen installiert und konfiguriert. Das war extrem praktisch, um reproduzierbar ein unveränderliches Paket zu erzeugen, das wir dann starten konnte. Das ist etwas weniger kritisch geworden, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem immer noch sehr praktisch, dass wir hier quasi das schlüsselfertige AMI generieren können und dass uns das vor allem auch automatisch in alle Regionen reinkopiert wird. Genau. Und es gibt noch so ein paar andere Tools, über die ich jetzt mal so kurz drüber gehe. Also auf der einen Seite sagte ich ja schon, dass wir auf Basis-AMIs aufsetzen. Da haben wir eine kleine GitHub-Action für gebaut, die einfach regelmäßig nachschaut, gibt es eine neue Version von diesem Basis-AMI. Das stößt leider im Moment noch nicht den Prozess an, um dann tatsächlich auch Packer auszuführen, um dann neue AMIs zu bauen. Allerdings ist das etwas, was wir noch auf der Liste stehen haben, um diese Lücke dann noch quasi zu schließen. Weiterhin auch schmerzlich mit dem Portemonnaie bemerkt, haben wir dann irgendwann mal vor vielen Jahren inzwischen auch so eine Orphaned Server Detection gebaut, wo wir im Prinzip periodisch hingehen und alle AWS-Regionen, die wir konfiguriert haben, so schauen, laufen da Instanzen und kennen wir diese Instanzen basierend auf dem, was wir gestartet haben, um einfach sicher zu gehen, dass wir nicht Server vergessen oder dass wir da Bugs hatten, die dachten, dass Server terminiert waren, aber sie eigentlich gar nicht terminiert sind. Und das wird halt unübersichtlich über ein Dutzend Regionen, und das haben wir uns halt automatisiert, und sobald da irgendwas aus der Reihe läuft, kriegen wir eine große Slack-Alert-Meldung da im Moment und können halt dann da entsprechend darauf reagieren. Ähnlich, ich glaube, es läuft auch vor allem in Slack rein, ist unser Exception-Tracking, was wir über Rollbar machen. Das benutzen wir sowohl für die API, für unsere Control-Plane, als auch für die Lastgeneratoren, dass wir da entsprechend mit Kontext angereicherten Fehlermeldungen, Exceptions bekommen, die wir dann da analysieren können. Sehr, sehr praktisch, wenn man halt sehr viele Server hat, die man die ganze Zeit startet und stoppt, dass wir da trotzdem das gut zusammengefasst bekommen, was da schiefgelaufen ist unter Umständen. Und wir benutzen das, also wir schauen uns halt regelmäßig an, wenn da was reinkommt, was wir da machen müssen, um das besser zu behandeln, explizit zu behandeln, oder ob es tatsächlich ein Bug ist und so weiter und so fort. Weiterer wichtiger Teil, wo wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass Dinge ja auch schon mal schief laufen, ist das Thema Integration Testing, wo wir sicherstellen müssen, dass halt sowohl zwischen unserer Ruby on Rails Anwendung, die API bereitstellt, als auch die gebauten AMIs, die wir regelmäßig aktualisieren, und dann in Kombination mit den Engine Releases, die wir täglich, teilweise mehrmals täglich durchführen, dass das immer ineinander greift, und wir gehen im Prinzip hin und
haben halt eine Reihe von Tests, die wir dann integrativ ausführen. Das ist zum Teil auf einer stärkeren funktionalen Ebene, um zu gucken, ob die ganzen Features, die wir da drin haben, einwandfrei funktionieren, als auch kleine nicht funktionale Tests, wo wir auch echte Cluster automatisch starten und gucken, dass die richtig durchlaufen. Und wenn diese ganze Kette funktioniert hat, also eine neue Basis-AMI plus die entsprechend als aktuell getaggten Releases, dass die gut zusammen funktionieren mit der Forge, bevor wir dann diese Releases promoten, sodass dann unsere Kunden auch ihre Tests damit ausführen. Genau. Und ist es ja immer so, wie sagt der Lars immer, Arbeit zieht Arbeit nach sich. Ne? Also es gibt auf jeden Fall noch eine kleine Liste von so Future Work Topics, die man hier noch anbringen kann. Bezogen auf das, worüber wir heute hier gesprochen haben, sind das so glaube ich, die interessantesten Punkte. Also zum einen, das habe ich gerade sogar erwähnt, ne, dass wir versuchen wollen, unseren Base-AMI-Checker zu kombinieren mit unserem AMI-Update-Prozess, dass wir im Prinzip im Idealfall wollen wir doch nur noch informiert werden, dass da ein neues AMI gebaut worden ist, dass das schon getestet worden ist und man jetzt nur noch vielleicht noch auf ein Knöpfchen drücken muss, um das komplett auszurollen. Da fehlt auch gar nicht mehr so viel, muss man einfach nur noch mal machen. Interessant ist unter Umständen für uns Kostenoptimierung, die wir machen können Richtung AWS, weil wir wissen, dass wir wissen, wie lange wir Server brauchen. Also dadurch, dass ja ein Test eine obere Laufzeit hat, mit ein bisschen Buffer obendrauf für Nachbearbeitung zum Beispiel, wissen wir, ein Test läuft 45 Minuten plus 5 Minuten für Post-Processing zum Beispiel maximal. Dann wissen wir brauchen eine Instanz für 50 Minuten und man kann zum Beispiel Spot-Instanzen anfragen, die eine Mindestlaufzeit haben, also wo man die Instanz nicht terminiert bekommt, bevor diese Zeit abgelaufen ist. Das heißt, man könnte also hingehen und sagen, diese Instanz hier, die starte ich mir mit einer Stunde Mindestlaufzeit sozusagen und man weiß, dass der Test mit 50 Minuten da gut reinpasst, also könnten wir da auch auf Spot-Instanzen zurückgreifen. Ansonsten wären Spot-Instanzen ziemlich blöd, weil wir wollen ja ein stabiles Experimentumfeld bieten. Da wäre es natürlich sehr ärgerlich für den Kunden, wenn dann 2/3 von dem Cluster terminiert wird, weil die Spot-Instanzen abgelaufen sind für uns. Genau. Dann haben wir noch immer wieder Anfragen für, dass halt Kunden wissen wollen, von welchen exakten IPs Traffic kommt. Das haben wir tatsächlich seit Anfang an im Prinzip diese Anfrage immer wieder. In letzter Zeit kommt die wieder häufiger vor, dass halt Kunden tatsächlich aus Policy-Gründen meistens einzelne IPs haben wollen oder also um das einfach dann in ihren Firewalls quasi white zu listen für den Traffic, der von uns kommt. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, grundsätzlich erstmal zu vereinbaren mit, dass wir alles on demand machen wollen. Aber da sind wir ja gerade dabei zu schauen, wie wir im Prinzip dafür Sorge tragen können, dass wir zum Beispiel Elastic IPs direkt an EC2-Maschinen dranhängen, während wir die starten. Da hatten wir irgendwie 1-2 Problemchen mit, da sind wir quasi auch noch dran, um das zu ermöglichen für die Kunden, die das so brauchen. Weiterhin arbeiten wir daran, dass wir neben dem Instance Pooling, was ich ja gerade schon beschrieben hatte, das auch nochmal quasi dediziert pro Kunde abzubilden. Das ist besonders wichtig in dem Zusammenhang mit dem nächsten Punkt, der da noch dran steht, Self-Hosted Setups, also dass wir im Prinzip den Kunden die Möglichkeit geben, dass unsere Stormforger-Lastgeneratoren in deren VPCs gestartet werden, um zum Beispiel interne Anwendungen testen zu können oder um gar nicht erst IPs whitelisten zu müssen, weil der Traffic gar nicht aus dem Internet kommt, sondern aus dem eigenen Netzwerk. Genau, und natürlich das Gleiche mit irgendwelchen echten, quote-unquote, echten On-Premise-Setups. Das würde dann natürlich auch mit ermöglicht werden. Genau, es gibt noch ein paar weitere Sachen, die in diesem Gesamtkontext stehen, dass wir ja Instanzen automatisch ausmachen oder sogar beenden aus Sicherheitsgründen. Da müssen wir an ein paar Stellen noch weiter dran arbeiten, dass wir in den Fällen die nötigen Informationen zusammen haben, um das tatsächlich debuggen zu können. Das ist ja immer so ein Abwägen zwischen dem wir wollen die Instanz ausmachen, damit wir die Kontrolle, also damit wir sicher sind, dass der Test endet, versus wir wollen aber auch die Informationen haben, um rauszufinden,
was denn da passiert ist. Und das ist immer so ein Punkt, wo wir immer schauen, was können wir da noch machen, ohne da groß etwas zu gefährden, aber trotzdem die nötigen Informationen rauszuziehen, um Probleme debuggen zu können. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Reise hier angekommen. Wir danken auf jeden Fall schon mal für die Aufmerksamkeit, sind sehr gespannt auf eventuelle Fragen, die ihr habt. Die Slides findet ihr unten auf dieser URL, die ihr da seht, beziehungsweise könnt ihr gerne den QR-Code da benutzen. Oben stehen nochmal unsere Twitter-Handles, falls ihr da auch noch Fragen habt. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, was ich noch gar nicht getan habe, wir haben auf jeden Fall so eine Free Trial, also ihr könnt einfach auf stormforger.com gehen, euch anmelden, könnt fast alle Funktionalitäten euch anschauen, ihr könnt kleine Tests ausführen und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder mal was Größeres ausprobieren wollt, dann meldet euch einfach und dann schauen wir, was wir da machen können. Ja, vielen Dank und tschüss.